Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute nehmen wir dich mit auf eine unvergessliche Reise durch Kanchanaburi. Eine Region voller Kontraste, atemberaubender Natur und bewegender Geschichte. Wir entdecken mit dir die 7 Stufen der magischen Erawan-Wasserfälle, stehen ehrfürchtig unter dem riesigen Monkey Pot Tree und erkunden den mystischen Höhlentempel Wat Tham Puwa. Danach begeben wir uns auf die geschichtsträchtige Strecke der Death Railway und erleben eine der wohl eindrucksvollsten Zugfahrten Thailands, bevor wir am Hellfire Pass innehalten und der Vergangenheit ganz nahe kommen. Bist du bereit? Dann steig mit uns in den Bus, denn das Abenteuer beginnt genau jetzt. Unser erstes Ziel auf dieser Tour sind die berühmten Erawan-Wasserfälle. Los ging es für uns um 8 Uhr morgens am zentralen Busterminal in Kanchanaburi. Von dort aus startet der lokale Bus direkt zum Nationalpark und die Fahrzeit beträgt ungefähr 1,5 Stunden. Allein die Busfahrt dorthin ist schon ein Erlebnis. Die Strecke führt ein langes Stück am River Kwai entlang, passiert einen großen Stausee und führt durch eine unglaublich satte und grüne Landschaft. Direkt am Eingang des Nationalparks wird der Eintritt fällig, der bei 300 Baht pro Person liegt. Nachdem wir unsere Tickets hatten, machten wir uns auch schon auf den Weg, um den berühmten Wasserfall zu entdecken. Vom Eingang aus beginnt der Aufstieg durch den Dschungel. Insgesamt 7 Stufen hat der Wasserfall, eine schöner als die andere. Jede Ebene hat ihren ganz eigenen Charakter. Die ersten Stufen sind ganz entspannt zu erreichen. Hier kann man wunderbar in den natürlichen Pools schwimmen, das leuchtend türkise Wasser genießen und sich von den kleinen Fischen die Füße peelen lassen. Ein perfekter Ort, um einfach mal anzukommen und die Seele baumeln zu lassen. Je höher wir steigen, desto mehr wird der Spaziergang zu einer kleinen Wanderung. Die Wege werden abenteuerlicher und die Natur um uns herum immer ursprünglicher. Die Belohnung wartet in Form von weiteren Kaskaden und sogar einer natürlichen Felsrutsche, die direkt ins kühle Nass führt. Ab Stufe 5 wird es dann richtig sportlich. Hier lässt man die meisten Leute hinter sich und taucht tief in den Dschungel ein. Man klettert über Felsen und Wurzeln, immer begleitet vom Rauschen des Wassers. Es ist anstrengend, aber jeder Schritt nach oben lohnt sich. Und dann, ganz oben, erreichen wir das große Finale, die 7. Stufe. Man sagt, die Felsen hier ähneln dem Kopf des dreiköpfigen Elefanten Erawan aus der Hindu-Mythologie. Hier am Ziel angekommen, umgeben von dieser unberührten Natur, spürt man die ganze Magie dieses Ortes. Ein wirklich unvergesslicher Anblick. Als nächstes stand für uns ein kurzer, aber sehr eindrucksvoller Stopp auf dem Programm. Der riesige Monkey Pot Tree, auch Rain Tree genannt.
Dieser Baum ist über 100 Jahre alt und vor allem für seine gigantische Krone bekannt. Man kann sich kaum vorstellen, wie breit die Äste wirklich sind, bis man direkt davor steht. Wenn du direkt darunter stehst, ist das wirklich beeindruckend. Der Bereich im Schatten ist riesig und man fühlt sich daneben ziemlich klein. Einfach ein super Fotomotiv und ein cooler Ort, um kurz Pause zu machen. Der Besuch dauert nicht lange, aber wir finden, es lohnt sich auf jeden Fall. Ein wirklich einzigartiger Baum, den man so schnell nicht vergisst. Nach dem Baum stand für uns als nächstes ein wenig Kultur auf dem Plan. Wir sind zum Wat Tham Phuwa gefahren, einem Tempel, der etwas außerhalb von Kanchanaburi liegt. Das Besondere hier ist, dass der eigentliche Tempel in einer großen Höhle liegt. Schon der Weg zum Eingang ist ziemlich beeindruckend gemacht. Sobald du die Höhle betrittst, merkst du sofort, wie angenehm kühl es hier drin ist. Der Hauptbereich ist riesig und in verschiedene Abschnitte unterteilt. Überall findest du Buddha-Statuen, die oft mit bunten Lichtern angestrahlt werden. Die Mischung aus Tempel und Tropfsteinhöhle gibt dem Ganzen eine ganz eigene, ruhige Atmosphäre. Es ist mal was komplett anderes als die typischen Tempel, die man sonst so kennt. Für uns war der Besuch eine super Abwechslung und eine willkommene Abkühlung. Wenn du also mal einen etwas ungewöhnlicheren Tempel sehen willst, können wir den Wat Tham Phuwa nur empfehlen. Für das nächste große Highlight mussten wir richtig früh aufstehen. Schon um 6 Uhr morgens ging unser Zug vom Bahnhof in Kanchanaburi. Wir fahren ein Stück auf der berüchtigten Death Railway bis zur Endstation Nam Tok. So, wir sind im Zug und ganz wichtig, auf die linke Seite setzen Richtung Nam Tok. Da hat man nämlich die beste Aussicht. Die Fahrt selbst ist total entschleunigt. Der Zug zuckelt langsam durch die Landschaft, vorbei an Feldern und immer wieder direkt am River Kwai entlang. Die Atmosphäre im Zug ist sehr authentisch. Bei uns sorgten mehrere Schulklassen für ordentlich Stimmung. Es war also richtig was los. Das absolute Highlight und der Grund, warum die meisten diese Fahrt machen, ist die Fahrt über die Krasay-Passage. Das ist ein langes Holzviadukt, das quasi an die Felswand geklebt wurde. Der Zug fährt hier extrem langsam. Auf der einen Seite hast du die Felswand, auf der anderen geht es direkt tief runter zum Fluss. Das ist wirklich ein spektakulärer Anblick und ein leicht mulmiges Gefühl ist da schon dabei. Hier wird einem auch die unglaubliche Leistung und die grausame Geschichte hinter dieser Bahnstrecke bewusst.
Nach dieser wirklich denkwürdigen Zugfahrt sind wir dann in Nam Tok angekommen. Von hier aus machten wir uns auf den Weg zur letzten Station unserer Tour durch Kanchanaburi. Vom Bahnhof in Nam Tok ging es mit dem Tuk-Tuk zur letzten Station dieser Reise, dem Hellfire Pass. Und wir können vorweg sagen, dieser Ort hat uns von allen am meisten bewegt. Der Hellfire Pass ist heute eine Gedenkstätte mit einem sehr guten Museum. Hier erfährt man die Hintergründe zum Bau der Death Railway und dem unvorstellbaren Leid der Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter. Ein Besuch hier hilft, den Ort danach besser zu verstehen. Vom Museum aus folgt man einem Wanderweg auf der ehemaligen Trasse. Es ist ein stiller Weg durch den Dschungel. Allein hier zu sein und sich die damaligen Bedingungen vorzustellen, ist schon sehr bewegend. Und dann steht man mittendrin, im Hellfire Pass. Ein tiefer, langer Graben, der damals in reiner Handarbeit mit einfachstem Werkzeug aus dem Fels geschlagen wurde. Seinen Namen bekam der Pass, weil die Gefangenen hier auch nachts bei Fackelschein arbeiten mussten und die Szenerie an ein Bild aus der Hölle erinnerte. An diesem Ort zu stehen, macht einen wirklich sprachlos. Es ist schwer zu begreifen, was hier passiert ist. Es ist kein schöner Ort, aber ein unglaublich wichtiger, der die Geschichte greifbar macht und zum Nachdenken anregt. Kanchanaburi hat uns wirklich beeindruckt, mit all seinen Gegensätzen. Auf der einen Seite die wunderschöne Natur und auf der anderen die so präsente und schwere Geschichte. Es ist eine Region, die man nicht nur sieht, sondern auch fühlt. Eine Reise, die definitiv in Erinnerung bleibt. So, das waren unsere Videos zu Kanchanaburi. Wir hatten eine unglaublich gute Zeit da und wir würden dir auf jeden Fall empfehlen, falls du eventuell in Bangkok bist und noch ein paar Tage Zeit hast, dir echt zu überlegen, mal nach Kanchanaburi zu fahren. Schließlich sind das nur 2 bis 3 Stunden mit dem Zug. Und wie du gesehen hast, gibt es wahnsinnig viel zu machen und zu tun und es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die Leute sind total freundlich dort, die Preise sind noch fair. Man kann sich ganz einfach einen Roller ausleihen, dort ist nicht so viel los. Also ohne Probleme kann man die ganze Landschaft erkunden. Hinter jeder Ecke wartet ein Tempel oder ein Wasserfall oder einfach am River Kwai vorbeifahren. Macht richtig Spaß, für uns eine der schönsten Regionen von ganz Thailand. Ja, und wir hoffen, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lass mal einen Daumen nach oben da und am liebsten ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Genau, bis dann. Ciao, ciao.